Auf unserem Weg durch den Norden von Deutschland haben wir die Nordseeküste erreicht. Unser Roadtrip führt uns von Büsum nach Husum. Beide Orte liegen Luftlinie rund 50 Kilometer voneinander entfernt. In dieser herrlichen Landschaft werden wir hübsche Städte entdecken und wir besuchen bekannte und unbekannte Orte mit interessanter und wichtiger kultureller und geschichtlicher Bedeutung. Wir beginnen unseren Roadtrip im Dorf Tackesdorf. Das Dorf mit seinen 80 Einwohnern liegt am Nord-Ostsee-Kanal. Bis 1900 war hier Moor. Urbar gemacht hat das ein damals bekannter Moorforscher, Professor Bruno Tacke. Das Dorf wurde nach ihm benannt. Tacke sein Dorf, Tackesdorf. Hier durchquert der Nord-Ostsee-Kanal das Land, unser erstes Ziel. Sehenswerte Orte, um den großen Schiffen zuzusehen, wenn sie von der Nordsee zur Ostsee und umgekehrt fahren, gibt es hier viele. Zum Überqueren des Kanals gibt es insgesamt 14 Fähren. In Speicherkoog erreichen wir die Nordseeküste. Ruhig geht es hier im Sommer zu. Da hinten liegt unser nächstes Ziel, Büsum. Büsum erkennt man an dem hohen Apartmentturm aus den 70er Jahren. Wir sind in Büsum. Bis vor Jahren war das hier noch ein ruhiger Fischer- und Badeort, ein nettes Seebad. Das Hafengebiet wurde inzwischen kräftig umgebaut. Ein Hotel auf dem Deich, Cafés, Restaurants. Es ist heute alles etwas schicker und belebter hier. Das kommt auch durch die neue Badelagune am Stadtrand. Na, das ist jetzt alles Gastronomie, die gehört zu dem Hotel. Gleich am Hafen, da liegt die Fußgängerzone von Büsum. Ist ein belebter Ort hier. Wenn man dann auf den Deich hochgeht, da schaut man in die Richtung auf die Rückseite des Hotels. Ja, so guckt man Richtung Hafenausfahrt, den Deich entlang. Und interessant ist, dass in Büsum gibt es also keinen Strand. Hier gibt es Wiese, Rasen auf dem Deich und auf dem Rasen stehen dann die Strandkörbe. Das da hinten, das ist dieser riesige Apartmentturm. Büsum ist schon seit dem 19. Jahrhundert Seebad und nach den Übernachtungszahlen ist das hier der drittgrößte Fremdenverkehrsort an der schleswig-holsteinischen Nordseeküste. Früher lag Büsum übrigens auf einer Insel. Durch Landgewinnung und durch Deiche ist Büsum heute mit dem Festland verbunden. Da hinten, da geht es auf die Nordsee raus. Der Hafen wird durch ein Sperrwerk geschützt. Bei höheren Flutwasserständen und bei Sturmflut kann das nämlich geschlossen werden. Büsum hat einen der größten Häfen an der schleswig-holsteinischen Nordseeküste. Na, klein, aber fein, das ist hier der Museumshafen. Da liegen noch ein paar Schiffe, da drüben liegt ein Rettungsschiff. Ein Stück weit entfernt, da liegt so richtig der Hafen. Das sind jetzt hier hauptsächlich Krabbenkutter, die hier liegen.
Hier kommen auch immer wieder Ausflugsschiffe an. Von hier aus kann man zum Beispiel nach Helgoland fahren oder der Küste entlang. Für Tagestouristen, da gibt es hier in Büsum eine ganze Menge Parkplätze. Da stehen übrigens auch die Fischbuden. Aber das war's jetzt erstmal in Büsum. Wir fahren weiter. Wir fahren weiter landeinwärts. 20 Kilometer von Büsum entfernt liegt die Stadt Heide. Im Mittelalter gab es unter anderem bei den Friesen die sogenannten Bauernrepubliken, also Gebiete, in denen nicht Adel und Kirche regierten, sondern die Bauern hatten dort eigene Regierungsformen. Eine der Bauernrepubliken war die Dithmarsche Bauernrepublik. Das ist die Region, in der wir uns befinden. In Heide war ab dem 15. Jahrhundert der Versammlungsort der Dithmarschen Bauernrepublik. Und zwar auf diesem Platz hier, der heute als größter Marktplatz Deutschlands gilt. Bis zu 12.000 Männer haben sich damals hier auf dem über 4 Hektar großen Platz zu den Landesversammlungen versammelt. Hier war in Heide eine frühe Form des Parlamentarismus entstanden. Einige Kilometer entfernt steht ein Denkmal, ein Landesdenkmal. Und hier sind wir wieder bei der Dithmarschen Bauernrepublik. Der Ort heißt Dusend-Düvel-Zwarft. Übersetzt heißt das 1000 Teufel-Zwarft. Neben dem Denkmal steht ein Infopavillon. Ein Diorama zeigt, was hier vor über 500 Jahren geschah. Im Jahr 1500 fand hier die Schlacht bei Hemmingstedt statt. Wir sind auf dem Gebiet der ehemaligen Bauernrepublik. Damals wollten die benachbarten Holsteiner dieses Gebiet erobern. Der Holsteiner König, der zugleich dänischer König war, ließ seine Truppen Richtung Dithmarschen ziehen. Angeführt wurden die Truppen von Landsknechten mit dem Namen Große Garde oder auch Schwarze Garde. Insgesamt rückten ca. 12.000 Mann an, meist Dänen. Die Dithmarscher hatten nur etwa 7.000 bewaffnete Kämpfer. Die Feinde mussten durch das sumpfige Gelände des Landes marschieren. Es gab hier nur eine Straße, rechts und links war Sumpf. Die Gräben konnte man nur mit Brücken oder den hier üblichen Springstangen überqueren. Die Angreifer zogen also auf der Straße von Heide Richtung Lunden. 12.000 Mann in einer Reihe, ohne Schutz auf der Straße, eine 8 Kilometer lange Kolonne. Die Dithmarscher öffneten die Schleusen. Die Gräben waren nun für die Angreifer unüberwindbar. Dort, wo heute das Denkmal steht, baute man eine Warft auf die Straße und sperrte sie damit. Die Angreifer steckten nun fest. Nach vorne ging es nicht weiter, zur Seite konnte man nicht und umkehren war für die 8 Kilometer lange Schlange unmöglich. Nun griffen die Dithmarscher von der Seite an, sprangen mit ihren Stangen über die Gräben. Der Kampf begann, die Angreifer, insbesondere die Schwarze Garde, wurde geschlagen. Nach nur 3 Stunden war die Schlacht vorbei. Ja, das ist jetzt das Denkmal, das wurde 1900 errichtet. Auf dem Findling oben ist das Datum der Schlacht eingemeißelt, 17. Februar 1500. Auf der Rückseite des Findlings, da gibt es einen weiteren Satz. Der Wahlspruch der Schwarzen Garde, der lautete, nimm dich in Acht, Bauer, die Garde kommt. Und das haben die Dithmarscher umgewandelt in die Inschrift, nimm dich in Acht, Garde, der Bauer, der kommt. Am nächsten Ort reisen wir rund 5000 Jahre in die Geschichte zurück. Wir sind nahe Albersdorf. Hier führt uns ein Weg zu einem Schalenstein, zu einem Großsteingrab aus der Steinzeit. Großsteingräber gibt es hier im Norden viele. Dieses Grab interessiert mich besonders, weil ich es, im Gegensatz zu anderen, zuvor noch nie besucht habe. Der Schalenstein hier ist der größte der mindestens 6 bekannten Albersdorfer Schalensteine. In Albersdorf gibt es übrigens ein Steinzeitmuseum mit einer nachgebauten Steinzeitsiedlung und mit Gräbern. Dieses Grab hier liegt am Ortsrand einer Siedlung.
Das ist das Grab. Das befand sich unter einem Grabhügel. Den hat man abgetragen, allerdings die Ränder stehen gelassen, so dass sich nun eindrucksvolle Blicke auf das Grab ergeben. 1908 wurde das Grab ausgegraben. Der Hügel hat einen Durchmesser von etwas über 20 Meter. Im Vordergrund, da sieht man den Schalenstein. Dieser Stein hat 150 eingetiefte Schalen, Rillen und Abbildungen. Der Schalenstein ist einer von 3 Decksteinen, die das Dach der Grabkammer bilden. Das kann man hier sehr schön sehen. Rechts, das ist der Schalenstein. Die Anlage, die ist zwischen 3500 und 3200 vor Christus entstanden. Die Steinverzierungen wurden zwischen 3000 und 1700 vor Christus angebracht. Das Grab wurde also mehrmals für Bestattungen genutzt. Das ist der Schalenstein. Was die Zeichen bedeuten, weiß man nicht. Eventuell war es ein Fruchtbarkeitskult oder es sind einfach nur Verzierungen. Was mögen sich unsere Vorfahren dabei gedacht haben? Hier ist die Abbildung einer Hand. Seht ihr sie? Ich leg mal meine Hand rein. In Großsteingräbern, da wurden immer mehrere Personen bestattet. Die Grabanlagen, die wurden unter großem Aufwand errichtet. Die Steine wiegen oft mehrere Tonnen. So verabschieden wir uns aus der Steinzeit und kümmern wir uns mal um Kohl. Nahe Heide, da liegt in Wesselburen ein Kohlmuseum. Ein Denkmal vor dem Museum erinnert an Bernhard Schröder, den Besitzer einer Zuckerfabrik. Der hatte 1891 einem Gärtner 4 Hektar Land zur Verfügung gestellt, um Kohl anzupflanzen. Das war der Beginn des Kohlanbaus im Dithmarschen. Heute nennt man sich hier selber das größte zusammenhängende Kohlanbaugebiet Europas. Im Museum, da gibt es Schaukästen, Modelle und Maschinen, mit denen der Anbau von Kohlgemüse sowie dessen Bedeutung für die regionale Landwirtschaft erklärt wird. Im Museum, es nennt sich Kolosseum, in dem Gebäude war früher mal eine Sauerkrautfabrik drin untergebracht, da gibt es eine Kohlschneidestraße zu sehen. Und einen Hofladen, den gibt es natürlich auch. Sehr interessant. Es gibt viel an Kohlprodukten zu sehen und zu kaufen. Weiter nördlich kommen wir in den Hafenort Tönning. Hübsch hier. Im kleinen Hafen geht es gemächlich und auch ruhig zu. Tönning liegt an der Eider, nahe deren Mündung in die Nordsee. Hier betritt man auch die Halbinsel Eiderstedt. Im 16. Jahrhundert war Tönning ein wichtiger Hafen. Von hier wurde Käse verschifft. Den produzierten damals hier zugewanderte Niederländer. Der ehemalige Speicher, das ist ein großes Packhaus aus dem 18. Jahrhundert, erinnert an die Zeit des Eiderkanals. Der Kanal war der Vorgänger des Nord-Ostsee-Kanals. Um 1780 wurde der Kanal gebaut. Knapp 100 Jahre später löste der Nord-Ostsee-Kanal den Eiderkanal in seiner Bedeutung ab. Der Hafen hier in Tönning dient heute als Sportboot- und Freizeithafen. Ja, es sind schmucke und schicke Häuschen hier am Hafen. Man muss hier einfach mal lang gehen.
Wir kommen nach Lunden. An der Laurentiuskirche, da liegt der Geschlechterfriedhof. Das ist eine Begräbnisstätte der Dithmarschen Bauerngeschlechter. Als solches einmalig. Grabplatten, Stelen und gemauerte Grabkeller, einige aus dem 16. Jahrhundert. 67 Gräber insgesamt. Das sind ja alles Grabanlagen von Bauernfamilien der Dithmarschen Bauernrepublik, die regional große politische und wirtschaftliche Bedeutung hatten. Diese Leute hier, die genossen Ansehen, Reichtum und vor allem politischen Einfluss. Die Gräber der reichsten und prominentesten Geschlechter, die liegen an den Hauptwegen. Die ältesten Grabkeller, die stammen aus dem 15., der überwiegende Teil aus dem 16. und 17. Jahrhundert. Die Namen der Leute findet man meistens auf der Rückseite des Grabsteins. Vorne, da sind die Wappen des Geschlechts, dem der Verstorbene angehörte, oder es sind Zeichen der 4 Evangelisten angebracht und auch Bilder. Hier wurde Peter Sween bestattet. Seine Grabstele ist ein Sühnestein. Die zeigt unter anderem seine Ermordung. Er war einer der Anführer der Bauernrepublik. Sein Enkel Marcus Sween war übrigens Landvogt. Seine Aufgabe war die Beglaubigung von Besitzdokumenten. Waren die Dokumente unleserlich, dann hieß es, das kann ja nicht mal ein Sween lesen, und daraus wurde dann, das kann kein Schwein lesen. Na, jetzt gucken wir uns mal so einen Grabkeller an. Das ist der Grabkeller der Sulemannen. Friedrichstadt, die Stadt zwischen den Flüssen Eider und Treene. Das Holländerstädtchen, mit Bauten im Stil der niederländischen Backsteinrenaissance, und Grachten gibt es hier auch. Friedrichstadt wird von 2 Grachten durchzogen, dem Fürstenburggraben und dem Mittelburggraben. Außerhalb des Zentrums gibt es große Parkplätze, aber auch in der Stadt, auf dem Marktplatz, kann man parken. Und auf dem Marktplatz, da sind wir jetzt. Insgesamt 9 Treppengiebelhäuser stehen hier. Eine Pracht. Eine geschlossene Front holländischer Kaufmannshäuser aus der Gründerzeit. Treppengiebelhäuser, eine Steinbrücke, das Rathaus und eine Marktpumpe mit einem Brunnenhäuschen finden wir hier. Warum ein Holländerstädtchen hier an der Nordsee? Herzog Friedrich III., der wollte hier eine Handelsmetropole aufbauen. Darum holte er Niederländer, besonders die verfolgten Remonstranten, hierher und gewährte ihnen Religionsfreiheit. Das war im 17. Jahrhundert. Und damit sich die Niederländer hier wohlfühlten, baute er Häuser im Stil der Niederländer und legte Grachten an. Weil Friedrich III. Den Remonstranten Religionsfreiheit gewährte, siedelten sich dann in der Folge hier auch andere Religionsgemeinschaften an. Heute gibt es hier noch 5 aktive Religionsgemeinschaften.
ist das Gesamtbild, die Häuser, die Straßen und die Grachten, die Friedrichstadt so faszinierend machen. Besonders die Grachten sind ja auch für Touristen interessant. Hier werden Bootsfahrten auf den Grachten angeboten. Friedrichstadt ist also eine Planstadt. Sie ist nach einem Schachbrettmuster gestaltet. Der ältere Teil, der bietet viel holländische Backsteinrenaissance. Eine weitere Gracht, die Norderbuchtgracht, die wurde übrigens um 1700 zugeschüttet. Das ist die wichtigste Einkaufsstraße hier in Friedrichstadt. Das ist die Prinzenstraße. Sie führt vom Fürstenburggraben zum Marktplatz. Interessante, nette Geschäfte und vor allen Dingen hübsche Häuser gibt es hier. Also eigentlich kann man sich gar nicht satt sehen hier an den Häusergrachten in den Straßen von Friedrichstadt. Touristen kommen gerne hierher und auch sehr viele, insbesondere an den Wochenenden. Der Marktplatz ist so ein Mittelpunkt hier, ein Treffpunkt, aber es lohnt sich durchaus, durch die anderen Straßen zu streifen. Dann verlassen wir jetzt Friedrichstadt und gucken mal, wo wir dann hinfahren. Am grauen Strand, am grauen Meer und seitab liegt die Stadt. Der Nebel drückt die Dächer schwer und durch die Stille braust das Meer, eintönig um die Stadt. Theodor Storm, er schrieb übrigens den Schimmelreiter, der dichtete 1851 diese Zeilen über die Stadt Husum. Doch die Stadt, in der Storm lebte und in der sich sein Grab befindet, sieht heute gar nicht mehr grau aus. Besonders nicht hier am Binnenhafen. Da hat sich in den letzten Jahren ganz schön was verändert. Schick ist es geworden. Restaurants, Cafés, ein paar Läden, was brauchst du mehr hier in diesem Hafen, der früher mal ein Werfthafen war. Wir gehen jetzt Richtung Marktplatz. Hier liegt das Restaurantschiff Norderthol, gebaut 1936 und damit wohl das älteste schwimmende Restaurantschiff in Deutschland. Nett und stark belebt, der Marktplatz. In Husum lohnt es sich aber auch, durch die anderen Straßen zu streifen. Diese Parallelstraße zum Hafen zum Beispiel. Hier steht das Theodor-Storm-Haus, heute ein Literaturmuseum, wo Theodor Storm von 1866 bis 1880 gelebt hat. Das war's dann von unserem Roadtrip. Wunderschöne Orte haben wir gesehen, geheimnisvolle Orte besucht. In diesem Sinn, tschüss.